nee, den macht er nicht. Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Heute testen wir den Tipa Hybrid K3 FX. Der ist die Nachgängerversion zu dem Tipa Hybrid K3, den wir ja schon getestet haben. Eine etwas weichere Variante. Man merkt auch bei der Verpackung, die haben hier eigentlich nur einen Aufkleber draufgeklebt. Die Werte auf der Rückseite sind alle dieselben wie beim K3, also falsch gedruckt worden. Und ja, mal schauen, wie er sich unterscheidet von dem K3 und dem K3 Pro. Haben wir ja beide schon getestet. Viel Spaß mit den Fakten und dem Video. Let's go! Kommen wir zu den technischen Fakten des Belages. Was wir direkt komisch fanden, war, dass es genau die gleiche Verpackung wie beim normalen K3 und auch beim K3 Pro ist. Das heißt, die haben da einfach nur einen FX-Aufkleber rauf gemacht auf die Vorderseite und die Beschreibung haben sie gar nicht angepasst. Das heißt natürlich auch, dass die Werte mit 53 Grad Schwammhärte und so weiter überhaupt nicht stimmen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn das bei euch auch so ist oder ob das nur bei uns ein Fehler war. Beim Auspacken erkennt man sofort, dass es sich aber tatsächlich nicht um den normalen K3, sondern um eine andere Version handelt. Der Schwamm ist rosafarben und feinporig, genau wie der Schwamm des Tipa Hybrid MK FX. Mit 48 Grad Schwammhärte ist der K3 FX aber 3 Grad weicher als der normale K3. An der ITTF-Zertifizierungsnummer erkennen wir, dass es das gleiche Obergummi wie die anderen K3-Belege hat. Es ist leicht klebrig und sehr griffig. Verfügbar ist der Belag in Rot und Schwarz in den Schwammdicken 1,8, 2 mm und Max. Preislich liegt er genau wie der K3 bei 64,90 € UVP. Wobei man aber dazu sagen muss, man kriegt oftmals Rabatte, was bei den Tenergy-Belegen nicht der Fall ist. Kommen wir nun zu den Spieleigenschaften des Belags. Beim Kontern ist mir direkt aufgefallen, dass er in puncto Geschwindigkeit eine super Performance liefert. Er ist spürbar langsamer als der normale K3, aber das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Besonders im passiven Spiel oder bei kontrollierten Angriffen kann die weichere Schwammhärte punkten. Das heißt, ich habe viel weniger Fehler als sonst gemacht und es hat sich echt kontrolliert angefühlt. Für Spieler, die nicht auf Power aus sind, sondern auch Wert auf Präzision und Platzierung legen, ist das ideal. Man erwartet das natürlich auch schon und man kennt es auch so ein bisschen, wenn ihr zum Beispiel mal die Evolution-Reihe von Tipa gespielt habt. Dort ist auch der FX die weichesten Belege aus der Reihe. Also war das nicht wirklich verwunderlich. Bei Vor- und Topspin hat man das auch gemerkt. Das heißt, der K3 FX hat vor allem im Bereich Spin geglänzt. Die leicht klebrige Oberfläche in Kombination mit dem elastischen Schwamm ermöglicht extremen Unterschnitt und wirklich weiche Topspins mit viel Spin. Auch bei den Aufschlägen habe ich das ordentlich gemerkt. Das heißt, ich hatte deutlich mehr Schnitt in den Aufschlägen als sonst und es hat sich alles einfach etwas präziser und kontrollierter angefühlt. Man hat natürlich auf der anderen Seite auch gemerkt, dass er jetzt nicht ganz so viel Power hatte wie der normale K3. Für mein Spiel ist das was Gutes, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Überm Tisch muss ich sagen, hat mir der K3 FX auch sehr gut gefallen. Durch diesen leicht klebrige Oberfläche und den etwas weicheren Schwamm konnte ich sehr gut kurz legen und der Ball ist etwas in den Belag eingesunken. Auch beim Flip fand ich das sehr gut, ich konnte wirklich platziert mit Spin flippen. Die ganzen Bälle waren für Lorenz relativ schwer zu bekommen, weil er aber auch etwas spinanfälliger ist. Das heißt, bei Lorenz kannst du so schnell ziehen, wie du willst und der kriegt die wunderbar auf den Tisch geblockt, aber wenn man mit dem Spin variiert, dann hat man gute Chancen auch mal durchzukommen. Und das ging mit diesem Belag deutlich besser als mit den anderen härteren Belegen, die ich sonst spiele. Lass uns nun noch den Tipa Hybrid K3 etwas mit dem K3 FX vergleichen. Also, für mich ist ganz klar, dass der K3 FX sich an Spieler, die etwas mehr Gefühl und Kontrolle suchen, richtet, während der K3 auf maximale Power und Spin setzt. Beide Belege bieten ein gutes Maß an Flexibilität, aber der FX ist eben für Spieler besser geeignet, die auch mal einen defensiven Ball spielen möchten. Kommen wir nun zu dem Fazit. Der Tipa Hybrid K3 FX ist ein großartiger Belag für alle, die Spin und Kontrolle in den Vordergrund stellen. Er ist weniger explosiv als sein härterer Bruder, aber dafür deutlich vielseitiger. Egal ob du Allrounder bist oder ein variabler Offensivspieler.
Der K3FX ist definitiv ein Testwert. Ich zum Beispiel spiele den Belag jetzt immer noch, 2 Monate nach dem ursprünglichen Aufnehmen des Videos. Das war's mit unserem Video. Schaut gerne auf der Webseite vorbei. Schaut euch auch gerne nochmal das Video zum K3 an. Dort gehe ich etwas ausführlicher auf den anderen Belag ein. Und lasst gerne einen Kommentar da, was euch gefallen hat. Gerne auch ein Like, das hilft uns immer sehr. Und natürlich der Abonnieren-Button. Der ist kostenlos und würde uns eine riesige Freude machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wirklich nicht verkehrt, was ich hier mache. Wirklich nicht verkehrt.